Servus zusammen, ich bin der Michi. Heute geht es um das Thema Namensänderung für Transleute und wir reden jetzt von einer Namensänderung nach Selbstbestimmungsgesetz, so jetzt seit 1. November 2024 in Deutschland geltend tut. Und dazu vielleicht ein bisschen vorbereitend. Also Namensänderung ist natürlich auch ein entscheidender Schritt. Man kann aber, bis man den Schritt wagen tut, auch was tun, um nicht ganz so offizielles zu tun. Und zwar ist es der Schritt, einfach einen DGTI-Ausweis zu beantragen. Das zeige ich euch dann gleich im Video. Im DGTI-Ausweis ist ja auch ein Foto drauf und so, wenn man angeredet werden möchte. Und dieser gilt dann auch tatsächlich auch vor der Polizei. So, das ist in Vorbereitung, wenn man den finalen Schritt noch nicht wagen möchte, ganz gut. Wenn man dann den Schritt machen möchte, ist es jetzt heutzutage erstmal relativ einfach, den Schritt zu machen. Die Auswirkungen ausbaden dann ein bisschen schwieriger und teuer vor allem. Also angehen tut es, man muss ins Standesamt gehen und muss dort eine Anmeldung zur Erklärung der Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamen beantragen. Ist dann auch so ein Wisch, ist noch relativ schnell erledigt, kostet auch nichts. Und ab diesem Zeitpunkt, wo man das beantragt hat, muss man jetzt exakt 3 Monate warten. Und dann kann man den nächsten Schritt warten. Für den nächsten Schritt hat man dann nach den 3 Monaten auch maximal bloß 3 Monate Zeit, sonst verfällt es wieder. So. Wenn man jetzt den finalen Schritt macht, geht man wieder zum Standesamt und dann gibt man die Erklärung zum Geschlechtseintrag und Vornamenänderung ab. Wenn man das jetzt gemacht hat, Kostenpunkt übrigens, Änderung Geschlecht 30 Euro, Änderung Name auch 30 Euro. Hier, so ein Wisch ist das bloß auch. Dann geht es zur Ausstellung der Geburtsurkunde. Daher ist es vielleicht auch wichtig, wenn es geht, zum Standesamt gehen vom Geburtsort, dann wird alles vor Ort gemacht. Ist man in der Heimat Standesamt und nicht Geburtsheimat Standesamt, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann schickt das erstmal einen Antrag zu denen und dann kommt das irgendwann mit der Post. Vielleicht auch dazu noch ein Thema. Man muss ja grundsätzlich auch natürlich einen passenden Namen aussuchen zum Geschlecht. Und wenn man jetzt vorhat, okay, ich möchte bloß den Namen ändern, nee, geht nicht. Also man muss schon auch das Geschlecht ändern. Und wenn man sich dann denkt, ja gut, mache ich mal divers und dann tue ich den Namen ändern und dann tue ich nach der Sperrfrist von einem Jahr wieder den Namen ändern, naja, muss ich sagen, Pech gehabt, dann tritt automatisch der alte Name wieder in Kraft. Also man kann nicht einfach bloß den Vornamen ändern. Das ist ausgeschlossen. Gut. Ja, wie geht's weiter? Also genau, Geburtsurkunde wird ausgestellt bzw. dann zugesandt. Ja, hier. Und dazu auch bitte gleich auch noch die Bescheinigung über Namensführung ausstellen lassen. Die ist immens wichtig. Die ist eigentlich das einzige Dokument, wo bei Unternehmen anerkannt wird. Weil da steht nämlich der alte Name drauf und wie er heutzutage dann ist dann. Also ein neuer Name. Auf der Geburtsurkunde steht ja bloß der neue Name. Genau. Also wenn man jetzt das alles hat, Geburtsurkunde kostet übrigens nochmal 12 Euro. Dann kann man zum Einwohnermeldeamt jetzt rennen. Einwohnermeldeamt, das ist jetzt ganz simpel eigentlich gewesen. Geht man hin, zeigt die Geburtsurkunde, das sind bei Behörden, Geburtsurkunde. Und dann bekommt man ja, den Antrag für einen neuen Personalausweis, einen Reisepass, wenn man möchte. Wenn man möchte, auch einen vorläufigen Personalausweis.
Also ich habe zum Beispiel das ganze Paket genommen, hat dann einmal so nebenbei 117 Euro gekostet. Genau, dann heißt es nur noch ein bisschen warten, so 3, 4 Wochen, und schon hat man einen neuen Personalausweis und damit darf man dann die anderen Stellen ablaufen. Ich will kurz wichtige Stellen noch erwähnen. Das wäre Führerscheinstelle, Zulassungsstelle vom Kfz, Banken, Versicherungen, ja, und vieles mehr. Ja, das wäre es für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bitte euch.